Hallo liebe Zuschauer, heute in meinem Video zeige ich, wie man so eine mittlere Umhängetasche häkelt. So sieht das aus. Ich habe einen Reißverschluss genäht und auch Innenfutter. Im Video allerdings zeige ich keine Innenfutter. So sieht das von Boden aus. Abmessung in die Breite, so wie die steht, hier unten 30 cm. Wenn sie platt so liegt, hier ist dann 37 cm und in die Höhe ist 28 cm. Materialien, die ich dafür benutzt habe: Kunstlederboden. Klar kann man auch selber Boden häkeln, aber ich mag den Boden fest haben. 26 x 10. Ein Gurt und das ist die Fixierung für den Gurt, also von den Taschenseiten. 3 Knäuel von Basic Cord von Firma Krobeck. In eine Knäuel 200 Gramm, 115 Meter. Ich habe 3 Stück gebraucht. Außerdem braucht man Häkelnadel Nummer 3 zum Umhäkeln von Boden, Häkelnadel Nummer 5 für Häkelnstasche, ein Feuerzeug zum Versiegeln von Garnenden, Maschenmarkierer, Schere und wer mag, kann auch einen Reißverschluss einnähen oder einen Magnetknopf. Als erste häkeln wir Taschenboden um. Ich nehme Häkelnadel Nummer 3 und ziehe ich einfach erste Masche raus. Lassen Sie ein bisschen Ende hier zum Verknoten. Dann direkt in die nächste Öffnung, durch diese erste, dann in die nächste, bis man jede Öffnung umgehäkelt hat. Also häkeln Sie bis zu Ende. Hier am Ende ziehen Sie diese Endstück raus durch offene Masche und bringen Sie dieses Endstück wieder zurück auf die Stelle, wo es vorher war. Erstmal unter diese 2 Faden ziehen und dann hier in diese Öffnung. Und auf der anderen Seite diese 2 Faden verknoten. In die erste Reihe häkeln wir in jede Masche 2 feste Masche rein. Man kann unter einen Faden häkeln oder unter den 2, es ist Geschmackssache. Außer diese markierte Stellen, da häkeln wir 3 feste Masche in einer Stelle. Einfach von der Seite markieren und hier an diesem Ecke. Ich häkle einfach unter einen Faden 2 feste Maschen. Bei der markierten Stelle sind 3. Und so häkelt er weiter bis zu Anfang wieder. Erste Reihe Verbindung, offene Masche. Hier sind 2 Faden. Ziehen Sie diese offene Masche unter diese 2 Faden. Dann unter diese Verbindungsstelle offene Masche drauflegen, eine feste Masche daraus häkeln. So, weiter geht's mit Muster. Man geht unter die 2 Faden oben, zieht man Faden raus, nicht abhäkeln. Dann schauen Sie bei der nächsten Masche hier unten zwischen 2 Faden, genau zu sagen in diese Stelle, stecht man rein. Hinten kommt man auch zwischen 2 Faden raus. Faden rausziehen, durch diese mittlere durchziehen und dann abhäkeln. Die nächste geht einfach unter die 2 Faden oben. Dann wieder erstmal rausziehen. Bei der nächsten unten zwischen 2 Faden
Hier kommt man zwischen zwei Faden wieder raus. Durch diesen zweiten Faden und dann erstmal abhäkeln. Also es wiederholt sich immer diese zwei Schritte. Hier oben unter die zwei Faden, dann bei der nächsten Masche erstmal oben rausziehen, dann unten hier in die Mitte, unter diesen Faden abhäkeln. Also wiederholen Sie immer diese zwei Schritte und häkeln Sie bis zu Ende von dieser Reihe. Ab dieser Reihe ändert sich Muster ein wenig und wir häkeln weiter, ohne Reihen abzuschließen, in Spiralrunden. Deswegen als erste häkeln wir hier unter diese zwei Faden einfach eine feste Masche. Und wir brauchen Maschenmarkierer und markieren wir diese Masche. So, Musteränderung nur bei einer Stelle. Also in die vorherige Reihe haben wir zwischen zwei Faden gestochen. In diese Reihe stechen wir einfach drunter, also unter diese Masche. So, Muster geht einfach. Wo die vorherige Reihe diese Masche umgewickelt ist, dann häkelt man nur oben unter diese zwei Faden, wie diese allererste Masche jetzt. Bei der nächsten häkeln wir, ziehen wir oben, dann gehen wir hier runter, genau unter diese Masche. Also da ist die Masche und drunter gehen wir rein, Faden rausziehen, durch diese offenen Faden und abhäkeln. Vorherige Reihe, hier sehen Sie diese Faden. Ja? Dann häkeln wir einfach oben. Bei der nächsten oben Faden holen, dann einmal runter gehen, durch diese Faden von oben durchziehen, abhäkeln. Und das wiederholt man Reihe zu Reihe. Also man schließt diese Reihe nicht ab, sondern häkelt man einfach weiter. Jetzt nur oben, weil hier ist die Masche umgewickelt und die nächste Masche nur oben und unten abhäkeln. Also ich hoffe, es ist verständlich, dass man das abwechselnd häkelt. So sieht dann das aus. Also häkeln Sie diese Reihe bis zu Ende und zusammen gehen wir dann in die nächste Höhe. Schauen Sie eine Masche vor die markierte Stelle. In vorheriger Reihe war hier umgewickelt, deswegen man häkelt unter die zwei Faden nur oben. Markierte Masche. Hier war einfachste feste Masche, das heißt, wir nehmen Faden von oben, dann in die Masche unten, markiere kurz weg, dann in die Masche hier unten, durchziehen und abhäkeln. Und setze Maschenmarkierer wieder ran. Reihe ist fertig. Lassen Sie Maschenmarkierer hier unten.
Später brauchen wir, um herauszufinden, wo Anfang war, da beenden wir auch unsere Arbeit. Und weiter geht's. Schauen Sie, hier ist die umgewickelte Masche, das heißt nur oben. Die nächste einfachste Masche nimmt man oben Faden, dann unter die Masche in diese Öffnung hier durchziehen und abhäkeln. Also es wird jetzt wirklich einfach sein. Immer auf die Masche schauen und abwechselnd häkeln. Und häkeln Sie bitte in die Höhe, welche ihr braucht. Ich habe insgesamt 29 cm in die Höhe gehäkelt. Arbeit beendet, wo diese Maschenmarkierer unten ist ungefähr. Und jetzt häkle ich noch letzte Abschlussreihe mit Kettmaschen. Einfach unter die 2 Faden dann gehen. Kettmasche durchziehen. Gesamten Rand. Hier am Ende, schauen Sie, das ist die erste Kettmasche. Hier ist die letzte. Garn abschneiden, rausziehen, bei der ersten Masche unter die 2 Faden. Diese Ende durchziehen und wieder zurückbringen auf die Stelle, wo es rauskommt. Es soll durch mehrere Maschen dann hier sein. Auf die andere Seite. So ist abgeschlossen. Ziehen Sie diese Ende runter durch mehrere Maschen und dann mit Feuerzeug auch versiegeln. Als nächstes brauchen wir 2 Maschenmarkierer und suchen wir Seiten, also Mitte von jeder Seite. Legen Sie die Tasche geradeaus. Markieren Sie erst eine Seite, zählen Sie Maschen, also die Seite soll identisch mit der Seite sein und markieren dann die andere Seite. Jetzt brauchen wir eine Wollnadel und vernähen diese Teilchen von jeder Seite an. Also genau in die Mitte dann ungefähr so. Maschenmarkierer weg. So, ganz fest hier. Ein bisschen runter so ziehen. Und durch mehrere Stichen annähen. Als nächstes nähe ich Reißverschluss rein. Also ich habe ein bisschen kleinere genommen, dass der ganz auf dann geht. Und messen Sie hier Abstand ungefähr. Erstmal eine Seite annähen. Das habe ich so fixiert. Ungefähr so an den Rand und mit einer Nadel zickzack diese Reißverschluss annähen. Als Abschluss habe ich auch eine Innenfutter gemacht. Dann sieht das so aus. Also wenn Reißverschluss fertig wird, dann nähe ich auch Innenfutter rein, also von Hand. Nähverschluss dann fertig und dann an dieser Stelle nähe ich auch Innenfutter rein. Dann sieht das Tasche fertig abgeschlossen aus. Und das war's, meine Tasche ist fertig. So sieht das aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonnieren Sie meinen Kanal. Über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.